Nach erfolgreicher Closed Alpha erwartet uns bereits Anfang Oktober die Demo-Version von Pioneers of Pagonia, in der sich dann endlich alle einen eigenen Eindruck vom Hoffnungsträger der Siedler-like-Spiele machen können. Bis es aber soweit ist, gibt es mit Zerflings ein Remake zu Völkerwertigs die Siedler 1, welches in vielen Dingen der neuen Interpretation gar nicht mal so unähnlich ist, nicht umsonst den geistigen Vorgänger darstellt und euch perfekt auf Kommendes vorbereitet. Pioneers of Pagonia beruht in vielerlei Hinsicht auf dem guten alten Die Siedler 1. Das kommt zum einen daher, dass hinter beiden Spielen ein gewisser Volker Wertig steckt, beruht aber auch auf dem Fakt, dass das heutige Pioneers ursprünglich als Remake-Projekt für die Siedler bei Ubisoft gestartet wurde und sich dafür extrem am ersten Serienteil orientierte und erst nach der Trennung zwischen Envision Entertainment und Ubisoft das Ganze in ein eigenes Projekt, ohne die Namensrechte, überführen konnte. Wen die genaue Geschichte dazu interessiert, für den habe ich das im oben verlinkten Video zusammengefasst. Wie frappierend sich beide Spiele ähneln und wo diverse gameplay-technische Dinge herkommen, könnt ihr hier aus erster Hand erleben. Das in 1993 für den Amiga erschienene Die Siedler ist absoluter Kult und gehört zu den prägenden Videospielen seiner Zeit. Allerdings ist dieser bereits 30 Jahre alte Klassiker in vielerlei Hinsicht nicht gut gealtert und lässt sich heute nur noch mühsam spielen, was auch die neuere History Edition nicht wirklich zu ändern vermochte. Hier kommt aber Zerflings ins Spiel, welches sich selbst als inoffizielles Remake zu Die Siedler 1 bezeichnet, aber meiner Meinung nach eher als Mod gesehen werden sollte, da es eine Datei aus dem Originalspiel benötigt, um lauffähig zu sein. Zerflings ist an sich kostenlos, benötigt aber wie gesagt Die Siedler 1, welches ihr euch zum Beispiel im Ubisoft Store für 4,99 € kaufen könnt, falls ihr das Original nicht mehr besitzt oder verzweifelt versucht, eine Diskette in euren PC zu stecken. In meinem 2 Jahre alten Review zum Titel, ebenfalls verlinkt, habe ich die Installation für alle, die nicht klarkommen, erklärt. Der aktuellen Version sollte aber bereits eine simple Installation der History Edition genügen. Die Mod erweitert das Original um diverse Dinge, wie banales Vollbild, welches tatsächlich in der History Edition fehlt, höhere Auflösung, Breitbild, Shortcuts und sogar einen lokalen netzwerkgestützten Multiplayer-Modus. Dazu kommt unter anderem flüssigeres Scrolling, stufenloser Zoom, automatischer Wegebau wie in Die Siedler 2 und verschiedene Spielgeschwindigkeiten. Die Siedler 1 baut, anders als Teil 2, auf prozedural generierte Maps auf und hat zudem ein viel facettenreicheres Kampfsystem, welches mit passiver und aktiver Kampfkraft daherkommt, die sich wiederum an der Landesgröße und der Anzahl der Gebäude berechnet, was mich nach all den Jahren tatsächlich positiv schockiert hat. Ein schnelles Überrennen des Gegners ist somit auch hier ohne vernünftiges Siedeln nicht möglich. Ich empfehle euch einen Blick aber nicht nur, um das wohl in Teilen auf euch zukommende passive Kampfsystem zu verinnerlichen, sondern auch den Ursprung des Wegesystems zu verstehen oder anders ausgedrückt, warum eure Pagonia in Zukunft so oft im Stau stehen werden. Ach ja, und der Fakt, dass die Geologen im Original nicht Yippie, sondern Yeah gerufen haben. Egal. Ich bin mir relativ sicher, dass viele von euch Pioneers of Pagonia in einem ganz anderen Licht sehen werden, wenn ihr vorher zumindest einmal den Urvater ausprobiert habt. Und irgendwie müsst ihr ja die paar Tage bis zur Demo überbrücken. Also lasst uns siedeln.